Landshut ist offiziell fahrradfreundliche Kommune. Dem wollen wir mal näher auf den Grund gehen und machen eine Radeltour durch die Stadt. Radfahren, weil es Spaß macht. Das ist das Motto der heutigen Schlussveranstaltung der Fahrradaktionstage. Hier ist einiges an Action geboten. Zuerst zeigen uns die Mountainbiker Thomas und Stefan Bilgeri vom SSV Wildpolsried, was Fahrradbeherrschung wirklich bedeutet. Du kriegst nämlich in die Zeitung. Jawohl. Es gibt immer diese Tierdokumentationen, wo der Löwe was gerissen hat und dann liegt das Opfer da und dann spult der Löwe damit. Ui, das war aber knapp, aber es bestand wohl nie wirklich eine Gefahr. Die Bilgeris haben schon vielfach bei Weltmeisterschaften ihr Können gezeigt. Um was geht es? Wir wollen das Image des Radfahrens noch verbessern, wollen darstellen, dass Landshut durchaus eine Stadt ist, in der unterschiedliche Mobilitätsformen genutzt werden. Das Radfahren ist stark im Kommen. Ich kann auch sagen, wir haben erfreuliche Zahlen von der aktuellen Mobilitätsbefragung. Die Landshuter und Landshuterinnen radeln sehr, sehr gerne. Wir fahren in den Josef-Daimer-Tunnel. Der ist doch aber für Fahrradfahrer gesperrt. Die gesamte Strecke der Radelnacht, quer durch Landshut, ist abgesperrt und so können wir durch den 1470 Meter langen Tunnel fahren. Viele Helfer vom ADFC, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, aber auch von Polizei und DHW halfen mit. Als nächstes sind am Radeltag die Fahrräder aus der historischen Sammlung des Vereins aus der Bruckberger Au unterwegs. Sie zeigen wunderschöne Fahrräder von gestern, laden aber auch zum Fahren ein. Oder besser zu akrobatischen Leistungen. Dabei kommen auch Zuschauer, die das mal ausprobieren wollen, auf ihre Kosten. Sie lernen hautnah kennen, was es bedeutet, auf dem Kopfsteinpflaster mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Rattert auf dem Pflaster ganz schön. Und auf dem Hochrad ist das auch noch viel schwieriger. Auch Rollstuhlfahrer können ein Lied davon singen. Es ist aber nicht alles fahrradfreundlich, was das Radlfahren in Landshut angeht. Hier fehlen seit 1989 Grundstücke. Damit ist eine Weiterfahrt unmöglich. An dieser Unterführung bei der Heiliggeistkirche ist eine andere Gefahrenstelle. Aufpassen! Nur weil eine Fahrbahnmarkierung für Radlfahrer existiert, gilt anscheinend die 1,5 Meter Abstandsregel nicht mehr. Sieht gefährlich aus. Und in Rechtskurven wird es richtig eng. Hier ist immerhin eine Schule. Kurz vor der Bushaltestelle endet aus unerfindlichen Gründen der Fahrradweg dann komplett. Dies ist immerhin einer der Hauptwege von der Altstadt zum Bahnhof. Deshalb fahren hier so viele Busse. Auf dem anderen Hauptweg durch die Papiererstraße fehlen auch die Radwege. Und die Umwidmung in eine Fahrradstraße scheiterte dieses Jahr im Stadtrat klar. Das Problem beginnt allerdings schon bei der Luitpoldbrücke. 2 Fahrspuren für Autos, aber nur eine für Radlfahrer auf dem Gehsteig.
Das führte den ADFC dazu, eine Radeldemo zu organisieren. Denn laut Umweltbundesamt stieg von 1991 bis 2017 die gesamte Fahrleistung von Kraftfahrzeugen um 32%, die des Straßengüterverkehrs gerade um 76%. Im gleichen Zeitraum stieg der Anteil der Fahrräder aber an der Gesamtverkehrsleistung gar nicht. Der lag 2016 bei gerade mal 2,8%. Und der Anteil des Fußverkehrs ging sogar zurück. Das verstopft nicht nur unsere Straßen, auch der Planet leidet. Unser Vorschlag ist einfach, dass man die Brücke nutzt und diese zweite Spur erst nach der Brücke eröffnet für den fließenden Verkehr und diesen entstehenden Platz nutzt als zusätzliche Fläche A für Sicherheit, also eine Sperrfläche zwischen dem Verkehr und dem Fahrrad, und B als zusätzliche Fahrradspur für die Fahrradroute von dem Hauptbahnhof Richtung Altstadt, sodass der Fahrradfahrer, der von der Papiererstraße kommt, nicht mehr erst die eine Unterführung nehmen muss, dann offiziell den rechten Radweg über die Brücke und dann die andere Unterführung fahren muss oder über die Ampel fahren muss, um dann weiter in die Altstadt zu fahren. Ich sag Rade, ihr sagt Spur! Rade! Spur! Rade! Spur! Rade, Rade, Rade! Spur, Spur, Spur! Viele kamen mit dem Radl und demonstrierten mit, aber bisher leider ohne Erfolg. Aber wieder zurück in die Altstadt. Dort zeigt inzwischen Stefanie Dietrich vom RSV Schleißheim, was sie alles mit ihrem Radl anstellen kann. Nicht umsonst ist sie deutsche Meisterin am Kunstrad. Es gibt aber auch viele schöne Radlwege in Landshut, die mitten in der Stadt durch die Natur führen. Unser gemeinsamer Ausflug führt uns zuerst in die Flutmulde. Die Flutmulde wurde Mitte des vorigen Jahrhunderts künstlich angelegt und schützt seitdem die Landshuter Innenstadt erfolgreich vor Hochwasser, indem ein Teil der Isar um den Stadtkern herum geleitet wird. Über uns die Autos auf den Brücken und wir hier in herrlicher Natur unterwegs. Ein schöner Nebeneffekt der Flutmulde ist, dass wir Landshuter dort vielen Sportarten in der Natur nachgehen können. Radfahrer, aber auch Skateboarder und Inlineskater sind hier unterwegs. Jugendliche können hier Fußball und Basketball spielen. Entlang der Bahnstrecke fahren wir noch in den Auwald. Und schließlich fahren wir entlang der Isar wieder zurück in die Stadt. In der Altstadt sind die Vorführungen inzwischen beim optischen und künstlerischen Höhepunkt angekommen. Der Elite-Vierer vom RSV Steinhöring, mehrfache bayerische und deutsche Meister sowie Gewinner der World Cup Serie 2019 im Vierer Kunstrad zeigen ihr Können.
Es macht Spaß, in Landshut mit dem Radl zu fahren. Trotz der vielen Problemstellen, die baldmöglichst beseitigt werden sollten. Dann wird Landshut eine richtige Fahrradstadt.